Moin Moin, hier ist der Zapp. In dieser Episode möchte ich dir das kommende Strategiespiel Immortal Realms Vampire Wars vorstellen. Das Spiel wird vom schwedischen Entwicklerstudio Palindrom Interactive gebaut und von Kalypso Media gepublished. Kalypso war auch so nett, mir eine kostenlose Beta-Probe-Version zukommen zu lassen. Meinen herzlichen Dank dafür. Natürlich hat es keinen Einfluss auf meine Meinung, ob ich ein Spiel umsonst bekommen habe. Immortal Realms, Beta und Release. Immortal Realms befindet sich derzeit in einer Closed Beta, wobei man nur einen Teil des Spiels ausprobieren kann und alles hier gezeigte kann sich bis zum Release noch etwas ändern. Einen exakten Release-Termin für Steam hat Immortal Realms bisher nicht. Es wird momentan für die PC-Version nur grob mit Herbst 2019 angegeben. Die Entwickler wollen das Beta-Feedback wohl auf jeden Fall nutzen, um ein besseres Spiel daraus zu machen. Immortal Realms befindet sich derzeit in einer Vorverkaufs-Beta-Phase. Das Spiel ist also noch nicht fertig entwickelt und es ist auch noch nicht bei Steam erhältlich. Man kann sich aber über die Webseite des Publishers Kalypso Media in die laufende Beta einkaufen. Da kostet das Spiel derzeit 33,99 €. Zum Release soll es dann 38,99 € kosten. Durch den Kauf der Vorbestellerversion erhält man sofort Zugang zur Beta. Natürlich erhält man auch bei Release die Vollversion und obendrein das Vorbesteller-DLC Fangs and Bones. Vorerst ist Immortal Realms nur für PC verfügbar. Im Frühjahr 2020 soll das Spiel dann aber auch für die Konsolen Xbox und PS4 und Nintendo Switch erscheinen. Die Beta-Version bietet nur eine der 3 Kampagnen und ist auch ansonsten teilweise noch eingeschränkt in den Spieloptionen. Es gibt dafür aber momentan Feedback-Funktionen, durch die man den Entwicklern direkt aus dem Spiel Feedback, Bug-Reports und Verbesserungsvorschläge schicken kann. Und so kann man, wenn man möchte, noch vor Release Einfluss auf das fertige Spiel nehmen. Was ist Immortal Realms? Immortal Realms Vampire Wars ist ein rundenbasiertes Taktik-Strategiespiel, in dem sich 3 verschiedene Vampir-Clans untereinander bekriegen und natürlich auch Krieg gegen die menschlichen Vampirjäger führen. Im Groben kann man sich das Spiel ein wenig wie ein digitales Brettspiel vorstellen, bei dem man Einheiten auf einer Karte verschiebt, Felder erobert und Kämpfe gegen die Einheiten der Feinde führt. Das Spiel besteht grundlegend aus 2 verschiedenen Modi. Als erstes wäre da der Königsreichsmodus, in dem wir Truppen rekrutieren und diese bewegen, die Welt erkunden und erobern. Und dann gibt es einen Schlachtmodus, in dem unsere Truppen dann in einem Rundentaktikmodus gegen die Gegner antreten. Dabei können wir in jedem Modus bestimmte Spielkarten verwenden, die unseren Einheiten besondere Vorteile geben, Gegner verletzen oder neue Einheiten rekrutieren, Verletzungen regenerieren und sehr viel mehr. Die Spielkarten und die beiden Spielmodi werde ich gleich noch genauer erklären. Gameplay: Die Vampir-Clans. In Immortal Realms werden wir aus 3 verschiedenen Vampir-Clans auswählen. Hier gibt es die Blutlinien der blutdürstigen Dracul, die uralten Nosfernos und die mystischen Moroya. Die Vampir-Clans unterscheiden sich durch ihre Anführer und Einheiten. Zusätzlich gibt es spezielle clanabhängige Spielmechaniken, die man im Laufe der Zeit durch eine Art Skillbaum freischalten kann. Gameplay: Spielkarten. Zusätzlich gibt es zahlreiche Spielkarten, die wir finden, erwerben und als Belohnung für gewonnene Kämpfe bekommen können. Diese Spielkarten können sowohl auf der Königreichskarte wie auch in der Schlacht verwendet werden. Manche verbrauchen sich, andere wiederum können nach einem Cooldown wiederverwendet werden. Hier gibt es sehr viele verschiedene und jeder Vampir-Clan hat auch noch seine ganz eigenen. Dadurch bringt jeder Vampir-Clan noch ganz andere taktische Elemente ins Spiel. Die auf die Einheiten bezogenen Spielkarten können mit dem Aufstieg dieser Einheit auch ebenfalls verbessert werden. Hier hat man dann die Auswahl, einzelne Karten in 3 verschiedene verbesserte Varianten umzuwandeln. Damit kann man sein Kartenset ein wenig mehr an die eigene Spielweise anpassen. Gameplay: Weltkarte. Im sogenannten Königreichsmodus schaut man von oben auf eine Karte, die in viele kleine Parzellen unterteilt ist. Die einzelnen Felder der Karte haben verschiedene Eigenschaften, so gibt es Dörfer, Burgen, Friedhöfe, Kultorte, Schmieden und viele andere Arten von Spezialfeldern. Manche Felder erobern wir, indem wir unsere Truppen auf das Feld bewegen und es beanspruchen, andere gehören zu einer bestimmten Festung oder Siedlung, die wir vorher erst erobern müssen. Jedes eroberte Feld kann bestimmte Vorteile bringen, wie nachwachsende Ressourcen, um neue Einheiten zu erzeugen, neue Spielkarten oder neue Ausrüstung. In diesem Königreich-Modus bauen wir unser Imperium auf. Manche Siedlungen und Festungen können dazu auch noch ausgebaut werden. Hier sind Blutpunkte und Aktionspunkte notwendig und mit manchen Karten können diese Kosten dann wiederum gesenkt werden. Dieser Teil des Spiels fängt harmlos an, wird aber dann doch recht komplex mit der Zeit. Gameplay: Kampf. Die eigentlichen Kämpfe werden dann auf einem Extra-Schlachtfeld rundenbasiert ausgeführt. In diesem Spielelement ähnelt Immortal Realms dann XCOM oder ähnlichen Spielen.
Auch im Kampfmodus können die Einheiten mittels Spielkarten erweitert und verbessert werden. Gegner können angegriffen oder eigene Einheiten geschützt werden. Auf der Kampfmap gibt es zahlreiche Hindernisse, die man als Schutz oder Blocker benutzen kann. Darüber hinaus haben die Angriffsrichtungen starken Einfluss, so macht es einen Unterschied, ob man eine Einheit von vorne, von der Seite oder von hinten angreift. Neben dem Positionieren und Attackieren können die Einheiten je nach Einheitentyp auch bestimmte alternative Fähigkeiten ausüben. Manche Einheiten können sich heilen, andere ihre Rüstung verstärken und Fernkämpfer können sich auf eine besondere gezielte Fernkampfattacke mit erhöhter Reichweite konzentrieren. In der Kombination aus diesen Spielelementen ergibt sich ein interessanter Kampf. Die vielen verschiedenen Einheiten und ihre Besonderheiten brauchen eine Weile, ehe man sie taktisch völlig versteht. Ansatz sollte hier laut Entwicklern sein, leicht zu erlernen, schwer zu meistern. Und ich denke, dass dieses Ziel auch weitestgehend erreicht wird. Technik, Grafik, Sound. Immortal Realms wird mit der Unity Engine entwickelt. Hier gibt es also eine stabile Basis, sodass nicht mit zu starken Abstürzen und Grafikproblemen zu rechnen ist. In der jetzigen Beta-Version ist es mir auch noch nie abgestürzt und die Performance ist ebenfalls in Ordnung. Da es sich um ein Rundentaktikspiel handelt, sind jetzt grafisch auch keine umwerfenden Innovationen zu erwarten. Die Karte und auch die Einheiten im Kampf sind aber sehr schick und detailliert gezeichnet und haben durchaus auch den für ein Vampirspiel nötigen Makaber-Touch. Die Karte ist frei drehbar, was auf der einen Seite für bessere Übersicht sorgt, aber auch manchmal zu leichten Orientierungsverlust führen kann. Leider sind die Zoomstufen für die Karte extrem begrenzt. Hier würde ich mir in beide Richtungen mehr Zoom wünschen. Das Spiel ist ordentlich vertont. Bisher ist nur die englische Sprachausgabe im Spiel verfügbar, aber die hat bereits sehr passende Stimmen nach meinem Empfinden. Die Kampfgeräusche halte ich noch für eine Schwachstelle. Hier wäre mehr Kampflärm wünschenswert. Die Musik ist atmosphärisch und passenderweise auch etwas düster gehalten. Die Vertonung der Kämpfe ist zweckmäßig, aber nicht herausragend. Kampagne, Skirmish, Multiplayer. Immortal Realms bietet für jede der 3 Vampirblutlinien eine eigene Kampagne. Diese sind noch in einzelne Akte unterteilt. Ich konnte die eine verfügbare Beta-Kampagne der Draculs noch nicht zu Ende spielen, von daher kann ich den Umfang des Singleplayer-Erlebnisses in der Kampagne noch nicht komplett abschätzen. Darüber hinaus bietet Immortal Realms aber auch eine Sandbox und eine Skirmish-Variante. Im Sandbox kann man auf einer von mehreren großen Karten sich ein Spiel nach eigenen Vorgaben zusammenstellen. Im Skirmish wählt man Einheiten für sich und die gegnerische Armee und kann dann eine kurze Schlacht austragen. Der Sinn dieses Spielmodus hat sich mir aber noch nicht so ganz erschlossen. Ein Multiplayer ist bisher nicht im Spiel enthalten und auch nicht geplant, laut Aussage des Community Managers. Hier verschenkt meiner Meinung nach der Entwickler enormes Potenzial, denn gerade in einem solchen Taktikspiel würde bestimmt ein hoher Wiederspielwert durch Multiplayer stecken. Eine kleine Hoffnung, dass es nach Release noch kommen könnte, gibt es vielleicht, aber ich bin da nicht allzu optimistisch. Meinung und Fazit. Ich mag die ruhige und entspannte Art von Taktikspiel, die sich hinter dem düster makaberen Vampir-Setting verbirgt. Immortal Realms ist irgendwie eine Mischung aus alten Heroes of Might and Magic Teilen, XCOM-artigem Kampf und durch die Spielkarten kommt noch ein ganz eigener pfiffiger Dreh mit ins Spiel. Der Spielablauf fühlt sich bereits sehr rund an. Allerdings ist es ja auch nicht mehr allzu weit bis zum Herbst. Und dann möchte Calypso das Spiel endgültig veröffentlichen. Wie groß die bis dahin noch machbaren Änderungen sein werden und ob das Spiel mehr oder weniger in dieser Form bereits freigegeben wird, bleibt abzuwarten. Auf der einen Seite ist es noch eine Beta, auf der anderen kann man es aber auch bereits kaufen. Daher ist die Wertung unter Vorbehalt dessen, dass man das komplette Ganze noch nicht sehen kann. Es ist zwar bereits viel zu sehen, was das Spiel hinterher ausmachen wird, aber der Umfang zum Beispiel ist noch nicht vollständig zu beurteilen. Es gibt ein paar kleinere Problemchen, wie zum Beispiel die Namen der Safe Games, die alle so generisch sind, dass man beim Laden nicht genau weiß, welcher Spielstand was ist. Aber das wird sicher noch gefixt, daher werde ich diese kleinen Probleme nicht einfließen lassen. Die Kämpfe sind in meinen Augen strategisch gut, könnten aber grafisch besser aufbereitet werden. Es ist etwas zu ruhig auf dem Schlachtfeld, sowohl für die Augen wie auch für die Ohren. Der total begrenzte Zoom ist in meinen Augen ein grundlegenderes Problem. Auf der einen Seite hindert er einen daran, richtig einzutauchen, auf der anderen Seite bekommt man aber auch nicht genug Übersicht in vielen Situationen und muss viel umherscrollen. Die Schlachtfeldkarten sind atmosphärisch gezeichnet, bieten aber keine großartigen Überraschungen. Im Endeffekt läuft es dann doch immer darauf hinaus, dass es eine Art Schachfeld ist, bei dem einige Felder gesperrt sind. Und dies wird in einigen unterschiedlichen Grafiksettings dargestellt. Darüber hinaus gibt es keine wirklichen Aha-Momente auf dem Schlachtfeld. Manche Gegnereinheiten sind beim ersten Auftreten etwas Besonderes, aber das wird sich auch schnell abnutzen. Hier könnte das Spiel noch mehr Tiefe vertragen. Der fehlende Multiplayer wird das Spiel einschränken. Ohne eine Koop- oder Gegeneinander-Variante wird man vermutlich die Kampagne durchspielen und vielleicht auch mal 1-2 Cent
Sandbox-Games, aber mangels Multiplayer wird man das Spiel ohne weitere zu bezahlende DLCs nicht nach Monaten oder Jahren nochmal rausholen. Und der Skirmish-Mode, tja, es ist mir nicht völlig klar, warum es diesen Modus überhaupt gibt. Hier wird ein Bruchteil des gesamten Spiels aus dem Spiel herausgebrochen und als neues Game-Feature ausgestellt, was aber dann so allein ziemlich flach und langweilig auf mich wirkt. Zumal gerade dieser Kampfteil sowieso nicht der stärkste Teil des Spiels ist. Ich wage zu bezweifeln, dass dies oft von Spielern genutzt wird. Okay, abgesehen von diesem Gemecker ist Immortal Realms Vampire Wars ein sehr guter Ansatz für ein Rundenstrategie-Taktikspiel. Der Spielkartenanteil hat seine Vor- und Nachteile, da es zum Teil von Zufall abhängig ist, was man für Karten bekommt, was die Taktik etwas zurückdrängt. Andererseits erfordert dieser Zufall dann Anpassung an die Begebenheiten und das hat auch seinen Reiz. Grundlegend sind auf jeden Fall einige interessante taktische Möglichkeiten in den Karten versteckt. Das Aufrüstsystem für Helden, Städte und Gebiete ist nicht extrem umfangreich, aber weiß mich durchaus zu interessieren. Man muss gut überlegen, wo man seine Punkte ausgibt. Es gibt viele Möglichkeiten und nicht alle sind zu jedem Zeitpunkt hilfreich. Der Königreichsteil hat durchaus seine strategischen Momente, aber ich habe das Gefühl, hier wäre noch viel mehr möglich gewesen. Trotzdem freue ich mich auf den baldigen Release und die vollständige Kampagne. Und dann bin ich mal gespannt, was dieses neue Spiel in Zukunft noch zu bieten haben wird. Wertung. Betrachtet man alles im Zusammenhang, verdient Immortal Realms eine gute, stabile 80% Wertung. Zumindest wenn man davon ausgeht, dass die 3 Kampagnen voraussichtlich mindestens 20 bis 25 Stunden Spielzeit bieten werden und der Preis mit 38,99 € für die Vollversion dann eher im Mittelfeld liegen wird. Ich möchte aber 5% abziehen für den fehlenden Multiplayer. Und ich hoffe, dass das Spiel noch bis Release abgerundet wird. Im jetzigen Zustand gibt es noch weitere 3% Abzug für verschenktes Potenzial und etwas flaches Ambiente im Kampf, einige Schnitzer in der Bedienung wie Zoom oder Safe Games. Ich bin aber zuversichtlich, dass zumindest diese letzten Punkte noch bis Release bereinigt werden. Für sehr überzeugte Fans von Vampiren und Dark Fantasy kann man wohl nochmal 5% wieder obendrauf addieren, da diese Nische nicht oft mit Strategiespielen bedient wird. Zusammengefasst bleibt unterm Strich dann 80 minus 5 minus 3 und dann kommt am Ende eine 72% Wertung dabei raus. Und für Vampirliebhaber ergibt sich dann entsprechend eine 77% Wertung. Wie gefällt dir das Vampir-Strategiespiel bisher? Schreib mir bitte in die Kommentare, ob dieser Spieltyp etwas für dich sein könnte und ob dir das Spiel an sich gefallen hat. Schreib mir auch gern Feedback zu meinen Videos, entweder in die Kommentare oder auf meiner Webseite zapzock.de, wo es auch ein Community-Forum gibt, dem du gern beitreten kannst. Und zahlreiche weitere Gaming-News und Reviews findest du dort auch. Wenn dir dieses Preview nicht gefallen hat, weißt du, was du tun kannst. Ansonsten drück bitte mal den Daumen nach oben. Und wenn du es nicht getan hast, denk mal über ein Abo nach. Dann wünsche ich dir einen tollen Tag. Lass es dir gut gehen. Ciao, ciao, dein Zap.